Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Rentiere sind nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über faszinierend. Diese Aufnahmen entstanden im September, als der Schnee noch flüssig war und sich die Herde vor gar nicht allzu langer Zeit vergrößert hatte. Wir haben dieses Jahr 5 Jungtiere in der Gruppe bekommen. Das jüngste ist im Juni zur Welt gekommen, die ersten Ende Mai. Wir sind ganz froh, dass es ohne weitere Probleme ganz gut funktioniert hat. Es hat ein Problem bei einem Jungtier gegeben, das etwas schwächer auf die Welt kam. Das wurde dann aber separiert und unterstützend an die Muttermilch rangeführt, dass es jetzt mittlerweile auch ganz gut mit der Gruppe mitläuft, völlig gut dabei ist, und wir sind ganz froh, dass die Gruppe so sympathisch miteinander ist und gut auskommt. Die spielen zusammen, treiben sich gemeinsam durchs Gehege und wir freuen uns, dass alles dieses Jahr so gut funktioniert hat. Die Rentiere sind Gruppentiere, leben in wirklich großen Gruppen zusammen mit mehreren hundert Tieren, die sowohl im Sommer ihre Wanderung durchführen wie auch im Winter. Die Jungtiere spielen dabei eine sehr große Rolle, weil sie müssen natürlich so geboren werden, dass sie gut mit der Gruppe mithalten können. Das ist dieses Problem. Sobald die Jungtiere zur Welt kommen, müssen sie der Mutter auch hinterherlaufen, weil sich die Gruppe permanent bewegt. Sie wollen natürlich zu ihren Sommerwiesen bzw. zu den Wintergebieten, und wenn sie da nicht rechtzeitig aufstehen und mitlaufen, kann es halt sein, dass hinten dann schon der Wolf wartet. Aber so geht es dann immer weiter, dass die Natur selektiert, welches ist jetzt das schwache Jungtier und welches das starke. Ja, also es muss aufstehen, mitlaufen, Ausdauer beweisen, und dann kann es dann die Prüfung des Lebens quasi bestehen und ein großes Rentier werden. Die Rentiere sind die einzige Hirschart, bei denen auch die Weibchen Geweihe tragen. Das hat den einfachen Grund, dass sie im nordzirkumpolaren Bereich leben, wo einfach viele Freiflächen sind und da schwierig ist, sich zu verstecken oder Raubtieren auszuweichen. Somit hat die Natur es eingerichtet, dass die Weibchen auch zur Verteidigung der Jungtiere oder sich selbst Geweihe entwickeln, die eben auch passend dann zur Jungtieraufzucht bereit sind. Sie können allerdings auch mit den Vorderklauen gut austeilen. Man sagt allerdings auch, dass der vordere Bereich, die sogenannte Schneeschaufel, dazu dient, Schnee zur Seite zu schippen quasi, dass sie dort dann wieder an das drunterliegende Moos oder an die Flechten oder an die Gräser, die da noch vorhanden sind, rankommen, oder irgendwelche Samen oder Knospen. Ist aber nicht ganz so genau, ob das jetzt der wirkliche Grund dieser Schneeschaufel ist. Das Geweih der Weibchen ist grundsätzlich deutlich kleiner als das der Männchen. Es gibt ab und zu Weibchen, die eher als Leittiere fungieren, die deutlich größer sind als der Durchschnitt und auch ein großes Geweih tragen. Seit Jahren funktioniert die Rentiergruppe hier sehr gut. Wir sind froh, dass wir die Jungtiere auch jedes Jahr ganz gut vermittelt bekommen an andere zoologische Einrichtungen und wir die Gewissheit haben, dass die Jungtiere da dann auch für weiteren Nachwuchs sorgen können. Als Wiederkäuer bekommen die Rentiere von uns Heu ad libitum, das heißt, sie bekommen den ganzen Tag über zur freien Verfügung Heu. Das ist das Grundfuttermittel. Zusätzlich bekommen sie im Winter noch getrocknete Flechten. Das sind quasi so ganze Paletten, die wir so geliefert bekommen. Die können wir klein brechen, sind getrocknet, kann man einlegen, aber auch trocken verfüttern und ersetzen quasi dann auch das, was sie in der Natur genauso fressen. Wenn dann irgendwelche Überschwemmungsgebiete erreicht werden, haben wir da viele Wasserpflanzen, Moose, wie gesagt, Flechten sind auch dabei. Und da sie Sommer- wie Wintergebiete haben, müssen wir das im Sommer und Winter auch ein bisschen aufteilen und die Fütterung anpassen, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben. Im Winter gibt es dann dementsprechend von uns diese Moosplatten. Zusätzlich haben wir noch verschiedene Pelletarten, die wir je nach Jahreszeit anpassen und in den Übergangszeiten auch mischen, dass das nicht schlagartig zu einer anderen Pelletart gewechselt wird. Zusätzlich geben wir noch in den Sommermonaten gerne Grünfutter dazu, das frisch gemäht zu uns geliefert wird. Jeden Tag bekommen die Rentiere noch verschiedene Laubsorten, kleingeschnitten und in die Anlage gebracht, genauso wie Nadelhölzer, die wir nicht nur zum Verfüttern anbieten, sondern eben auch zum Fegen, dass die Geweihe vom Bast befreit werden, beziehungsweise damit unser Männchen sich auch ein bisschen austoben kann.
Geweihwachstum ist hochinteressant und genau wie bei anderen Hirschen beginnt es mit der Bildung der kleinen Basthaut, worunter sich dann über die Blutbahn Gefäße bilden und das Geweih quasi mit Osteoblasten versorgen. Das sind knochenbildende Stoffe, die so langsam aber sicher die Form des Geweihs bilden und Stück für Stück Knochen produzieren. Das wird dann, je nachdem welches Tier, Männchen, Weibchen, je nach Testosterongehalt, stärker oder schwächer. Und mit zunehmender Zeit wird dann der Geweihbildungsprozess abgebrochen, die Blutverbindungen werden gekappt und dann beginnen die Blutgefäße unter dem Bast zu trocknen und es fängt quasi an zu jucken. Das ist das Gefühl, was dann im Rosenstock herrscht, wodurch die Rentiere oder die Hirsche dann veranlasst werden, das Geweih quasi zu kratzen an Bäumen, Ästen, damit das Jucken halt aufhört. Das Jucken sorgt dann dafür, dass das Geweih quasi blank gemacht wird, das nennt sich das Fegen und dann sehen wir die Rentiere in ihrem fertigen Geweih. Sieht zwischendurch auch mal ein bisschen wüst aus, weil da noch einzelne Fetzen hängen, vielleicht auch mal ein bisschen Blut zu sehen ist, aber im Prinzip ist dann das Geweih fertig und dann beginnt nur noch im Geweihabwurfprozess, dass dann nur noch Osteoklasten dorthin geschickt werden und quasi eine Sollbruchstelle am Rosenstock erstellt wird. Dass wenn das Geweih abgeworfen wird, dann nur noch das Geweih an einen Ast oder sowas geschmissen werden muss oder geschlagen werden muss und dann sofort das Geweih abfällt durch diese Sollbruchstelle, die dann da gebildet wurde. Mit September beginnt unser Rentierbulle auch mit der Brunft. Das bedeutet, er bekommt einen starken Testosteronschub, jagt die Weibchen. Kann auch sein, dass andere Bullen bei Menschen dann auch ein bisschen unfreundlicher werden, dass man die absperren muss, separieren muss. Und in der zoologischen Haltung ist die gängige Praxis bei Hirschhaltung, dass man einen Hochzeitgang errichtet. Das bedeutet, man hat einen Bereich, wo nur die Weibchen durchkommen und der Hirsch im besten Fall nicht oder auf deutlich gebremst wird einfach. Ja, dass die Weibchen ein bisschen Ruhe haben, die Jungtiere vom Vorjahr in dem Fall oder in dem Fall jetzt vom jetzigen Jahr auch ein bisschen ausweichen können, dass sie nicht permanent das Männchen hinter sich herrennen haben. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.